Servus, servus, grüß euch, mein Name ist Scharf und ich möchte heute reden, und zwar über folgendes Thema, über Social Media Lügen. Ja, und zwar geht es dabei um meine Social Media Lügen, und jetzt müsst ihr gleich an dieser Stelle bitte den etwas reißerischen Titel entschuldigen. Es geht nämlich nicht wirklich um Lügen, das werde ich gleich erklären, aber den reißerischen Titel, den habe ich trotzdem gebraucht, weil, ja, so ehrlich bin ich auf jeden Fall, ich freue mich auch über mehr Aufmerksamkeit, und heutzutage diese Clickbait-Taktiken, die braucht es bis zu einem gewissen Grad, weil wenn ich auf diese Art und Weise 30% mehr Zuseher bekommen kann, ja, dann nehme ich das gerne an. Es geht gar nicht um Lügen per se, um absichtliche Lügen, deswegen auch das unabsichtlich, das unfreiwillig im Titel, sondern es geht darum, das ist ein Anliegen, das wollte ich schon seit langer Zeit mit euch besprechen. Es geht um Eindrücke, die dabei entstehen, wenn man so wie ich so eine Social Media Präsenz hat, wenn man auf Social Media aktiv ist und sich da etwas aufgebaut hat. Da entstehen gewisse Eindrücke, die sich nicht vermeiden lassen, und da gibt es 3 im Speziellen, die, ja, stören tun sie mich eigentlich nicht, aber ich wollte einfach immer schon darüber reden, die thematisieren und vor allem da auch ein bisschen, ja, aufklärerisch tätig sein. Weil jetzt vielleicht ein paar Kollegen in Anbetracht des Titels schon zum Schwitzen angefangen haben, keine Sorge, das ist jetzt kein aufdeckerisches Video, ich mache da jetzt keine Motovlogger-Leaks, wo ich Inhalte von anderen zerreiße. Ich bin jetzt kein Motovlogging-Content-Cop geworden, sondern wie gesagt, das ist in erster Linie etwas Persönliches. Ihr könnt es ja sehen, ich habe mir diesmal auch einen Spickzettel mitgenommen. Läuft die Kamera? Ja. Damit ich, ja, nicht wieder vom Hundertsten ins Hunderttausendste komme. Vielleicht gelingt es mir so, das Video unter einer Stunde zu halten. Warum rede ich darüber? Also wie gesagt, es ist etwas Persönliches, ich rede darüber, aber auch, weil ich es generell für ein recht interessantes Thema halte und ich dann natürlich gern mit euch in den Kommentaren weiter darüber diskutieren möchte. Aber ich mache es auch, um mir ehrlich gesagt Arbeit zu ersparen, weil ich einfach bezogen auf dieses Thema immer wieder Fragen gestellt bekomme, und ich dann jedes Mal aufs Neue ausführlich erklären müssen, dass das so ist und das ist so, bla bla bla. Und deswegen wollte ich auch schon sehr lange dieses Video aufnehmen, damit ich das quasi einmal für die Öffentlichkeit ausspreche, und dann kann ich immer wieder auf den Videolink hinweisen, um den Leuten das sozusagen so zu erklären. Da erspare ich mir einfach viel Tipperei. Ich habe überhaupt relativ lang gebraucht, bis mir diese Thematik überhaupt bewusst geworden ist, und aufgefallen ist mir das erst dann, weil ich immer wieder Fragen bekommen habe über private Nachrichten oder über Kommentare, wo ich mir dann gedacht habe, warum stellen die Leute ausgerechnet mir diese Fragen? Wie kommen die dazu, oder wieso sind die jetzt der Meinung, dass ich da ein geeigneter Ansprechpartner wäre? Und wie ich bereits erwähnt habe, in meinem Fall, da gibt es jetzt einfach 3 Dinge im Speziellen. Zum einen wäre das einmal die Tatsache, dass über meine Arbeit auf Social Media, weniger auf YouTube, vor allem auf Instagram, der Eindruck entsteht, dass ich ständig mit dem Motorrad unterwegs bin. Die zweite Tatsache ist jener Eindruck, dass ich auch schon wahnsinnig viel Kilometer mit dem Motorrad gesammelt haben muss, weil ich ja scheinbar ständig unterwegs bin. Und der dritte Eindruck ist jener, dass ich aufgrund meiner, ja, Arbeit hier oder Präsenz über ordentlich viel Selbstbewusstsein verfügen müsste, weil man ja ständig auch mein Gesicht sieht, weil ich mich niemals versteckt habe. Das ist insofern interessant, weil ich keine von diesen Tatsachen jemals behauptet hätte. Also ich hab wirklich in keinem meiner Videos, in keiner meiner Fotobeschreibungen habe ich jemals behauptet, dass irgendetwas von diesen Dingen der Fall wäre. Ich habe aber einfach wahnsinnig lange nicht begriffen, dass die Leute abseits von Social Media, also die Leute im Sinne von ihr, meine Zuseher, abseits von Social Media könnt ihr ja gar nicht wissen, was sich bei mir so abspielt. Ich habe quasi total vergessen, mich in den, ja, sage ich einmal, anonymen Zuseher hineinzuversetzen, und was das dann in weiterer Folge für, oh je, schiere Wortwiederholung, Folgen hat. Und ich fange eben an mit dieser Tatsache, dass ich scheinbar ständig mit dem Motorrad unterwegs bin, aber jetzt muss ich da kurz umdrehen. Sehr unangenehm, wenn ich da heute auf und ab fahre, weil
aufgrund des Sonntags so viel, aufgrund des Feiertags so viel los ist. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich muss diesen Tag ausnutzen, um ein bisschen produktiv zu sein, weil es wieder mal so eine Last Chance sein könnte laut Wetterbericht. Ja, also die Tatsache, dass ich scheinbar so viel oder ständig unterwegs bin. In Wahrheit bin ich im Durchschnitt wahrscheinlich 15 Mal pro Jahr auf dem Motorrad. Das hat damit zu tun, naja, vorhin ein Curry gegessen und ein bisschen mengenmäßig übertrieben. Ich muss mir da immer wieder tief Luft holen. Also das hat einerseits damit was zu tun, ja, da wisst ihr glaube ich mittlerweile schon Bescheid. Mir hat oft das Geld gefehlt, beziehungsweise mir fehlt einfach das Geld. Aber was dann noch viel wichtiger ist, ich habe einfach immer schon gehabt andere Interessen in meinem Leben, neben dem Motorradfahren. Und das heißt, ich habe tatsächlich nicht permanent Lust, aufs Motorrad zu steigen, obwohl es tatsächlich und absolut eindeutig meine größte Leidenschaft ist. Und das heißt, insgesamt bin ich eigentlich im Durchschnitt selten mehr als 5000 Kilometer pro Saison gefahren. Das war nur am Anfang, in meinen ersten 2 Jahren ein bisschen anders, da war es mehr. Aber später, also seit, ja, sagen wir mal so 7 Jahren, sind es selten mehr als 5000 pro Saison, manchmal sogar weniger. Dass man da jetzt trotzdem was anderes glauben könnte, das hat einfach mit der Tatsache zu tun, dass meine Erfahrung beziehungsweise meine Kreativität im Umgang mit Kameras, die ist einfach dementsprechend groß, sage ich mal. Das heißt, wenn ich einen Tag unterwegs bin, dann sieht das zwangsweise so aus, als ob es ein paar Tage gewesen wären. Ja, also ich habe nicht deswegen so fotografiert und gefilmt, damit dieser Eindruck entsteht, sondern einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich jeden Tag etwas hochzuladen habe. Und da rede ich jetzt natürlich von Instagram. Die zweite Tatsache, und zwar jene, dass die Leute dann ja natürlich auch in weiterer Folge dessen glauben, dass ich sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Motorrad besitze, dass ich schon mit Hunderten von Bikes unterwegs gewesen bin und halb Europa dabei bereist habe. Das stimmt halt einfach überhaupt nicht. Also ich habe jetzt insgesamt in knapp 10 Jahren Motorrad habe ich insgesamt rund 60.000 Kilometer gesammelt und 95% dieser Kilometer habe ich auf der CB500 zurückgelegt. Und Stichwort Tourenplanung, also das hat mich ja sowieso am meisten überrascht, dass ich immer wieder Fragen bekomme hinsichtlich Tourenplanung, hinsichtlich Streckenempfehlungen. Und also hinsichtlich Streckenempfehlungen, und ich muss dann immer sagen, und ich habe dann eher schon die Sorge gehabt, dass das ja irgendwie arrogant rüberkommt oder im Sinne von, ich nehme für sowas keine Zeit, sondern ich habe den Leuten dann immer sagen müssen, bitte schaut auf meinen YouTube-Kanal, dort gibt es diese Onboard-Videos, diese Strecken, die ihr da seht, das sind die Strecken, die ich kenne, weil ich tatsächlich selber noch nicht mehr als das gefahren bin. Und das ist wirklich so. Das heißt, ich habe bei meiner sogenannten Tourenplanung habe ich nie was anderes gemacht, als mir ja, eine bestimmte Region auszusuchen, und vor allem Tourenplanung mehr als ein bisschen Österreich und Norditalien habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Aber ich habe mich hingesetzt und habe mir auf Google Maps die vermeintlich kurvigen Strecken rausgesucht. Also ich habe da einfach mit der Online-Karte geschaut, wo ist die Straße möglichst wenig gerade, und ja, dort bin ich dann hingefahren. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ja, und später sind jetzt natürlich dann noch die RAW-Onboard-Videos mit anderen Motorrädern dazugekommen, und das hat halt auch den Eindruck verstärkt, dass ich über wirklich viel Fahrerfahrung verfüge. In Wahrheit würde ich sagen, ist das aber eigentlich, ja, also sicherlich ein gewisses Talent und sehr, sehr viel Gespür fürs Zweirad, aber vor allem auch einfach meine Unbekümmertheit, die ich sehr, sehr leicht an den Tag legen konnte, weil mir einfach, das habe ich immer wieder schon gesagt in anderen Vlogs, weil mir einfach mein Leben abseits der Motorräder ja nicht besonders viel wert war, beziehungsweise immer noch ist. Und da war es dann halt leichter, das Hirn abzuschalten, aber nicht abzuschalten komplett, sondern im Sinne von für mich selbst so viel zu riskieren und mich selbst einem hohen Risiko auszusetzen. Und dass mir dabei die Erfahrung gefehlt hat, das hat man dann im Endeffekt heuer gesehen, und zwar in dem Moment, wo ich mich auf der Afrika-Twin beinahe selbst umgebracht hätte. Das ist ganz einfach nur, also den Fehler, den ich da gemacht habe, das ist im Endeffekt nur auf mangelnde Erfahrung zurückzuführen.
ja, jetzt komme ich zum für mich spannendsten Punkt, und zwar jenen mit dem vermeintlichen Selbstbewusstsein. Das ist nämlich auch die Erkenntnis, für die ich am längsten gebraucht habe. Also ja, Erkenntnis, beziehungsweise, dass ich eben kapiert habe, dass die Leute davon ausgehen oder der Meinung sind, dass ich über viel Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein verfüge. Also dafür habe ich wirklich lange gebraucht. Das aber eigentlich auch hauptsächlich nur deshalb, weil ich einfach in den letzten Jahren immer wieder andere Social-Media-Akteure bzw. auch Künstler oder Schauspieler kennengelernt habe persönlich und mit denen dann gesprochen habe, und da habe ich das dann erst so richtig begriffen. Es ist nämlich so, dass die meisten oder nicht die meisten, viele Leute davon ausgehen, wenn man sich im Internet oder auch auf einer Bühne präsentieren kann, dann muss man automatisch viel Selbstbewusstsein besitzen. Und das glauben viele Leute deshalb, weil für sie selbst das einfach absolut unvorstellbar wäre. Und interessant ist jetzt aber eigentlich genau der Punkt, dass es in Wahrheit oft exakt umgekehrt ist. Also es ist der umgekehrte Fall. Und zwar, dass diese Leute, da schließe ich eben mich jetzt voll ein, dass es im Internet, beziehungsweise ich sage jetzt einfach mal auf der Bühne, leichter ist, aus sich herauszugehen und selbstbewusst zu sein, als im alltäglichen Leben. Und ich habe erst vor kurzem ein knappes Video-Interview vom Josef Hader gesehen. Das ist ein Kabarettist und Autor, also Drehbuchautor und Schauspieler, den ich sehr bewundere. Und der hat dann so schön gesagt, also bei dem habe ich den Eindruck, dass das ebenfalls ähnlich ist, dass der sich wahrscheinlich als Darsteller leichter tut als im echten Leben. Und der hat dann einfach gesagt, die Bühne, das ist ja quasi ein geschützter Raum. Das hat mir sehr, sehr aus der Seele gesprochen, weil genau das empfinde ich auch. Weil im Internet, wenn ich mich selbst präsentiere, da kann ich ganz genau kontrollieren und bestimmen, wie und vor allem auch, was ich präsentiere. Im Gegensatz dazu im Alltag kann ich das überhaupt nicht kontrollieren. Und was da im Endeffekt dann bei mir jetzt zurückbleibt, ist einfach ein zutiefst verunsicherter Mensch, dem die alltäglichsten Dinge einfach Schwierigkeiten bereiten. Das war für mich auch immer wieder sehr interessant, weil wiederum, ich habe lange Zeit nicht an das gedacht, dass die Leute mir, also wenn ich denke da jetzt nämlich an diese Momente, wenn ich auf der Hausstrecke unterwegs bin und dann von Abonnenten erkannt werde und die mich dann ansprechen. Also ich habe einfach nicht kapiert, dass ich für die kennen nur meine Social-Media-Präsenz, dass ich für die eine ganz bestimmte Art von Mensch darstelle. Und es war dann für mich halt oft so arg, wenn die mich dann ansprechen. Und also keine Sorge, ihr braucht keine Angst haben, mich anzusprechen, tut es mir damit nicht weh oder so. Aber es war für mich immer so eine komische Situation, weil ich mir selbst dann immer gedacht habe, bitte, wofür bewundert ihr mich eigentlich? Ich selber, weiß ich nicht, sehe mich oder fühle mich als das größte Opfer überhaupt. Und dann spricht mir ein Kerl seine Bewunderung aus und daneben steht zum Beispiel seine attraktive Freundin oder so. Und ich habe mir gedacht, für mich, können wir tauschen und ich rede jetzt nicht nur deppert von seiner attraktiven Freundin, sondern von einem Leben, von einem Alltag, den derjenige scheinbar einigermaßen im Griff hat. Weil mir mit meiner Verunsicherung, also nicht nur, dass viele Dinge im alltäglichen Leben für mich nur mit wahnsinnig viel Überwindung möglich sind, aber das erschwert dann auch einfach solche Sachen wie jetzt zum Beispiel gerade die Jobsuche. Fähig dazu, Beziehungen zu führen, bin ich auch nicht, weil ja, dazu muss man sich erst einmal selbst lieben, und bevor man andere lieben kann, und das gelingt mir einfach nicht. Und ich sage immer, wenn ich nicht meine guten alten Freunde hätte, seit der Volksschulzeit habe, beziehungsweise dann auch später noch ein paar dazugekommen sind, also wenn ich die nicht hätte, dann wäre mein Leben relativ einsam. Und ja, man kann so sagen, als zusätzlichen Ersatz hat es dann einfach diese Selbstinszenierung im Internet gegeben, oder warum rede ich hier in der Vergangenheit, das ist ja immer noch so. Und das war dann einfach eine schöne Alternative, um irgendwo Bestätigung und Selbstbewusstsein zu bekommen. In den letzten Abschnitten, wo das Ganze dann auch ein bisschen erfolgreicher wurde, da habe ich dann sehr wohl auch gemerkt, dass man das Selbstbewusstsein da aus dieser Internetpräsenz auch ins echte Leben mitnehmen kann. Aber es geht halt einfach nur in sehr, sehr kleinen Schritten. Natürlich wäre da jetzt vor allem auch die Frage spannend,
ob es anderen YouTubern auch so geht. Also wenn ihr jetzt selber auch YouTube macht, sage ich einmal, ist das für euch ähnlich? Oder wenn man da jetzt vielleicht auch noch an viel, viel prominentere Beispiele denkt, da fragt man sich dann natürlich, ob das bei denen auch so ist. Den Verdacht habe ich schon, weil, wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren einige Leute aus dem Bereich kennengelernt und ach ja, das Curry. Und in meinem ganzen Helm riecht es gerade schwer indisch. Ah, herrlich. So, warte, ich muss da vorne wieder umdrehen und schauen, dass ich da das ist ja die Rennradfahrer, die sich offensichtlich im Trainingsmodus befinden, die dürfen ja auf der Straße tatsächlich nebeneinander fahren. Das wissen viele Leute nicht, aber allerdings dürfen sie nicht permanent nebeneinander fahren, sondern das Nebeneinanderfahren ist vor allem dafür gedacht, wenn die Führungspositionen wechseln, weil die fahren ja immer im Windschatten des anderen. Da macht einer Führungsarbeit und dann wird abgewechselt, und wenn sie sich da müssen sie sich halt überholen, und das heißt, die dürfen dann nebeneinander auf der Straße fahren für diese Überholvorgänge. So habe ich das zumindest gehört. Was habe ich jetzt aber eigentlich gesagt? Genau, interessant wäre das, ob das bei den anderen YouTubern auch so wäre, und mein Eindruck, den ich von den diversen Treffen mit so, ja, sage ich mal, Instagram-Stars und so weiter habe, ich glaube schon, dass das bei denen auch oft der Fall ist, weil die treten auch oft sehr, sehr anders auf, als man sich das jetzt erwarten würde, wenn man sich nur ihre Social-Media-Präsenz anschaut. Ja, eigentlich habe ich damit jetzt schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wollte das einfach seit langer Zeit loswerden. Und bitte versteht es mich nicht falsch, diese Eindrücke, die da entstanden sind oder die es da von mir gibt, die sind natürlich überhaupt nicht negativ für mich. Mir ist es einfach wichtig, dass ihr sozusagen wisst, was Sache ist, aber vor allem habe ich das eben auch getan, um das endlich mal auszusprechen und dabei auch aufzunehmen, damit ich mir in Zukunft viel Schreibarbeit erspare. So einfach ist das. Das Einzige, was ich wirklich kategorisch ablehne, und deswegen habe ich auch so meine Probleme mit manch anderen Social-Media-Akteuren, ist diese Selbstinszenierung. Also die Selbstinszenierung, die lehne ich natürlich überhaupt nicht ab, weil genau das tue ich ja die ganze Zeit. Aber ist diese Art der Selbstinszenierung so, ja, wenn man sich sozusagen als Held verkauft oder als etwas besonders Tolles, Aufregendes und Spannendes, aber ja, um einen YouTube-Kanal zu führen mit vielen Abonnenten als Selbstinszenierer, dazu muss man wirklich kein Held sein, dazu muss man wirklich keine Heldentaten vollbringen. Deswegen konnte ich diese Selbstdarsteller, die da in diese Richtung gehen, die quasi so, ach, ist ja wurscht, ich will keine Beispiele nennen, aber diese Arten, ja, der Inszenierung, die mag ich nicht. Aber wichtig ist hierbei zu sagen, das mag ich nicht, aber deswegen ist es nicht schlecht, weil ich selbst oder man selbst, ja, man darf etwas gut oder schlecht finden persönlich, aber man darf nicht sagen, dass etwas schlecht ist. Dazu habe ich einfach nicht die Berechtigung, und im Internet, da sollen die Leute tun und lassen, was sie wollen und was sie können. Und ich habe einfach nur die Freiheit, selber zu sagen, nein, das schaue ich mir nicht an, das gefällt mir nicht. Ja, also ihr sollt jetzt auch aus diesem Vlog, weil ich eben, wie gesagt, in erster Linie das nur loswerden wollte, da müsst ihr jetzt auch keine besonderen Schlüsse ziehen, aber natürlich schließe ich ein Video gerne so ab, indem ich versuche, da irgendwie vielleicht etwas mitzugeben zum Nachdenken. Das ist jetzt weniger etwas zum Nachdenken, sondern eher so ganz allgemeine Ratschläge. Und die sind bei euch gar nicht so gut aufgehoben, weil ihr das schon wisst. Ich habe nämlich das Glück, durch meine Arbeit hier auf YouTube, auf die Art und Weise, wie ich mich präsentiert habe, habe ich ein wesentlich älteres Zielpublikum, als es ja durchschnittlich bei den anderen oder bei vielen Motovloggern der Fall ist. Und das heißt, ihr habt meistens schon einiges durch viele Erfahrungen im Leben in der Birne. Aber trotzdem sage ich euch, man sollte den ganzen Kram dann nicht allzu ernst nehmen, und vor allem soll man die Dinge, die man da sieht, hinterfragen, also wirklich kritisch hinterfragen und auch darüber nachdenken, was sich eigentlich so abseits der Kamera
bei den Personen, die man verfolgt oder die man da so sieht, was sich da abseits der Kamera vielleicht auch abspielen könnte. Weil wir als Menschen, wir neigen dazu, da kann keiner was dafür, sondern es ist ganz natürlich, das liegt an der Art und Weise, wie wir wahrnehmen. Also wenn wir etwas sehen, da schöne bewegte Bilder, dann nehmen wir das sozusagen als unsere Wahrheit wahr und denken da jetzt überhaupt nicht an die Dinge, die sich abseits des Ganzen abspielen und an die Dinge, die man halt nicht sieht, weil sie nicht gefilmt worden sind. Ja, also wie gesagt, schön kritisch bleiben, aber sich jetzt deswegen auch nicht den Spaß an der YouTube-Unterhaltung verderben lassen, weil das ist ja auch nicht zielführend und außerdem freue ich mich ja auch, wenn ihr mir weiterhin zuhört. Ne? Gut, Freunde, das war's von meiner Seite. Ich bin somit, noch bin ich nicht ganz produktiv geworden, jetzt muss ich noch schneiden und Untertitel schreiben. Wir sehen uns dann in den Kommentaren und ja, wie immer, speed safe.